Wir haben 38 Fanclubs mittlerweile. Die hatten wir übrigens nicht, als wir vor 5, 6, 7 Jahren uns zum ersten Mal hier auf Reise begeben haben. Für die Leute hier ist das unser Stadionerlebnis. Das ist unsere Community. Wenn der Verein rüberkommt, dann hilft das natürlich einfach, die Sache greifbarer zu machen und uns ein bisschen mehr zu verbinden. Ich suche ja jemanden, mit dem ich diese Emotionen teilen kann. Und das ist der Platz dafür. Das ist der am schnellsten wachsende Trikotmarkt beim BVB, auch dank unseres Partners Puma. Wir sind der mit Abstand schnellst wachsende Insta-Account hier in den USA. It's a club for the people, by the people, and in American sports you don't get that. Look at us right now, we're in Brooklyn. We're 3,000 miles away, but we're part of the action. Es war das sportpolitische Thema der vergangenen Monate. Die Internationalisierung der Bundesliga. Schwer greifbar, irgendwie. Man wird immer gefragt, was heißt denn Internationalisierung? Warum müsst ihr denn jetzt ein Büro dort aufmachen? Warum muss die Liga investieren? Ja, weil natürlich die Menschen sich nur für etwas interessieren, wenn sie es kennen, wenn es sympathisch ist, wenn es anfassbar ist, wenn es auch differenzierbar ist. Das Büro von Borussia Dortmund in New York City eröffnet Ende Februar. Mein Name ist Marc Lingenhoff, bin 45 Jahre alt, bin gebürtiger Münsterländer. Ich wohne jetzt mit meinen 2 Kindern und meiner Frau in Amerika und darf den BVB vertreten als Geschäftsführer des Auslandsbüros für Borussia Dortmund in New York. Ja, ich bin jetzt seit 9 Jahren in Amerika. An der Westküste, in Portland, Oregon, habe da für einen Sportartikelhersteller gearbeitet, bin mit dem Markt vertraut, Fußball, Soccer, habe ich 9 Jahre lang leben dürfen da und kann behaupten, dass ich mich gut auskenne in dem Markt. Jawohl. We were the first last season who made it very, very tight. So we all are still disappointed that we couldn't make it, but we showed everyone that something could be possible. Es ist der größte Sportmarkt der Welt und es ist ein sehr fragmentierter Markt. Das heißt, man muss den auch wirklich gut verstehen, um zu schauen, wo kann man ansetzen, wo kann man seine Werte platzieren, wo kann man Menschen begeistern. Und das ist eine Sache, die ich mir jetzt auf den Zettel geschrieben habe, um zu schauen, wo kann ich genau punktuell in Amerika mit dem BVB vorstellig werden, wo kann ich die Menschen begeistern. Es ist schon ein echter Wachstumsmarkt, das merkt man in allen Bereichen. Wir haben Zugriffe auf unsere digitalen Angebote, die steigend sind, die im hohen 7-stelligen Bereich sind. Wir merken, dass die Merchandising-Umsätze steigen. Wir haben einen enormen Zuspruch bei unseren 4 Reisen mit den 9 Spielen, die wir in den USA gemacht haben, auch steigend. Seit Jahren fährt der BVB im Sommer immer wieder hierhin. Wir haben mit Christian Pulisic und Gio Reyna 2 Amerikaner in die Bundesliga gebracht, die dann auch einen extrem großen Stellenwert hier in den USA haben. Wir merken, dass das mediale Interesse zunimmt. Also das ist ein Markt, der weiter wächst. Dann auch noch Gastgeber der Club-WM 2025 und der großen Weltmeisterschaft in 26 ist. Kannst du nicht dran vorbeigehen. Und ein Sportmarkt, ein sportbegeisterter Markt, wie vielleicht kein anderer auf der Welt. Das könnte vielleicht sogar eher nachteilig oder negativ sein, weil man sich ja die Frage stellt, ist da noch Platz für einen deutschen Fußballverein oder auch für die Bundesliga? Aber ja, ich glaube schon, weil wir echt einen guten Ruf hier in den USA haben als Fußball. Und die MLS ist ja gerade in der Entwicklung, der Mädchen- und Frauenfußball ist schon auf einem extrem hohen Niveau. Und irgendwie merkt man, dass die Bock auf europäischen Fußball haben.
glaube, dass wir mit unserer Bundesliga, dass wir ausverkaufte Stadien haben, dass bei uns richtig die Post abgeht, viele Amerikaner interessieren und begeistern können. Es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel Los Angeles Football Club beim Neubau seines Stadions eine kreative Anleihe bei uns genommen hat und auch die Stehtribüne, unsere Südtribüne, wenn auch in klein, in sein Stadion überführt hat. Also ich glaube, der deutsche Fußball genießt hier einen guten Ruf und von daher glaube ich, trotz des großen Sportangebotes, das es hier in den USA gibt, dass hier Platz für die Bundesliga und somit auch für den BVB ist. Wie groß ist das Zugpferd WM und Club-WM, die demnächst hier beide stattfinden werden? Spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also die ganze Energie, die dadurch kommt in den Markt, aus allen Perspektiven. Der Sport an sich wächst ungemein. Sponsoren sind interessiert, natürlich auch ein Teil der Sache zu sein, der beide Events, aber auch darüber hinaus. Nach 26 geht es ja noch weiter, dann eventuell mit der Women's WM und dann kommt ja noch die Olympiade. Also es ist also wirklich sehr, sehr viel Energie im Markt und das hilft uns natürlich, uns auch dazu positionieren. Ich glaube, dass wir nicht nur investieren in unseren eigenen Verein, ich glaube, dass wir investieren in den Sport in den USA und ich glaube, dass wir mit unserer Expertise und auch unseren Programmen, wie jetzt die Academies, einfach auch dem Sport helfen können hier. New York als Ausgangspunkt. Es geht um Sponsoring, Medienrechte, Merchandising, um Präsenz, da wo die Sportwelt präsent ist. Erstmal ist New York natürlich die Metropole schlechthin, was Medienlandschaften angeht, was Kontaktpunkte angeht. Wenn man sich mal anschaut, wer hier noch vom europäischen Fußball vertreten ist, dann muss man hier einfach präsent sein. Und ist natürlich auch Ostküste, das heißt, es ist nicht so weit weg von Europa. Die Zeitzone hilft uns natürlich nur mit 6 Stunden Zeitunterschied. Aber das ist der Startpunkt. Also von hier aus, das ist unser Hub. Und wir wollen natürlich dann weiter in die USA uns dann auch bewegen, bis hin zur Westküste. Los Angeles ist natürlich auch ein Riesenmarkt, aber New York ist unser Standort und es geht ja nicht nur um die USA an sich. Also wir wissen ja auch, die WM wird in 3 Ländern gespielt, also es geht um die ganze Region. Und wir als BVB wollen uns dem natürlich auch nicht ausschließen. Also wir möchten schon ganz gerne präsent sein, auch über die USA hinaus. Die weltweite Präsenz der Bundesliga. Wir sind in Düsseldorf. Sports Innovation, Ende März. Eine Messe organisiert von der DFL. Hier trifft sich die Branche, um über Zukunftsthemen zu sprechen. Per-Niklas Naubert ist Chief Marketing Officer der Bundesliga International. Er ist also zuständig für die internationale Vermarktung der gesamten Liga. Wir sind in über 200 Ländern der Welt vertreten mit unseren Medienrechten. Also in über 200 Ländern dieser Welt kann man Fußball-Bundesliga konsumieren. Unterschiedlich von wöchentlichen Highlights-Shows bis zu alle 18 Spiele pro Spieltag live. Das ist einer der größten Wachstumstreiber für die Bundesliga überhaupt. Wenn wir überlegen, dass wir als DFL heute knapp 1,4 Milliarden Euro realisieren, dann kommen von diesen 1,4 Milliarden knapp 300 Millionen Euro aus dem internationalen Geschäft mit Medienrechten und kommerziellen Partnerschaften. Wochenlang hatten zuletzt Teile der Fans in den Stadien der Bundesliga protestiert. Gegen einen Investorenprozess, der dazu da sein sollte, mehr Geld für Internationalisierung zur Verfügung zu haben. Mehr Wachstum, mehr Verbreitung, das die Ziele. Ich hatte gestern noch eine Aufsichtsratssitzung der Bundesliga International. Da wird ja gesehen, dass wir etwas machen müssen. Das muss man auch allen Clubs zugutehalten, dass alle anerkennen, dass wir etwas machen müssen. Das eint uns erfreulicherweise. Aber wir konnten uns halt nicht über das Wie verständigen. Und das ist jetzt zu akzeptieren. Wir haben schon häufiger gesagt, wir bedauern es, aber es ist hinzunehmen, ist nun mal ein demokratischer Prozess gewesen. Und jetzt sind vielleicht auch die gefordert, die gesagt haben, das ist der falsche Ansatz, wir müssen einen anderen Weg wählen. Uns tangiert das nur partiell, weil wir unseren Weg weitergehen. Wir werden weiter investieren, selbst wenn wir nicht sofort einen kurzfristigen Return of Investment haben, weil wir davon überzeugt sind. Aber für das Format Bundesliga gilt es sicherlich, schnell Antworten auf diese offenen Fragen zu liefern.
Der Umgang mit dem Prozess bzw. der Ausgang war natürlich überraschend, ist aber am Ende auch dann Ergebnis gelebter Demokratie. Von daher hat das ja auch was Positives. Die Grundsituation ändert sich ja nicht dadurch. Und alle 36 Vereine haben konstatiert auf verschiedenem Level oder verschiedene Art und Weise, dass wir etwas tun müssen, dass wir gemeinsam in das Zentralprodukt investieren müssen, in die internationale Entwicklung investieren müssen. Da gibt es einen absoluten Common Sense. Der wird natürlich jetzt nicht so ausschauen, wie es vielleicht ursprünglich mal im Rahmen des Prozesses für eine strategische Vermarktungspartnerschaft vorgesehen war. Neue Lösungen, neue Wege, um international präsent zu sein. Klar ist aber auch, ohne die Fans zu Hause wird es nicht gehen. Also ich glaube, dass wir über alle Dinge, die wir beim BVB machen, immer unsere Beteiligten, ich nenne jetzt einmal neudeutsch unsere Stakeholder mitnehmen. Das sind die Fans, das sind die Mitglieder, das sind die Partner, das sind dann auch die Aktionäre, die nun auch zum BVB gehören, die Medien. Also wir sind mit allen in einem permanenten Dialog, sicherlich am intensivsten mit unseren Fans. Das muss man dann auch mal akzeptieren, dass es einen Dissens gibt, der nicht auflösbar ist. Aber das ändert nichts daran, dass wir viele Dinge weiter mit unseren Fans diskutieren und auch ihnen erklären, warum wir glauben, dass die Internationalisierung wichtig ist. Und das verstehen unsere Fans auch, allerdings immer mit der Maßgabe und der Bedingung, dass wir natürlich den Heimatmarkt dann nicht vernachlässigen müssen. Deshalb ist immer ganz wichtig, dass wir mit beiden Füßen in Dortmund zugegen sind. Und das merken wir ja hier auch. Die Geschichte Dortmund ist ja nur deshalb so interessant, weil in Dortmund das Lagerfeuer richtig glüht. Also wenn unser Stadion nicht ausverkauft wäre, wenn wir diese verrückte Atmosphäre bei uns nicht hätten, wenn wir nicht die Südtribüne hätten, dann hätten wir auch keine Geschichte, die wir erzählen. Der Investorenprozess gescheitert, was aber nicht heißt, dass die Internationalisierung zukünftig für die Bundesliga eine kleinere Rolle spielen soll. Bringt halt nichts, jetzt so zu machen und zu jammern und sich darüber zu beklagen. Wir als BVB wollen zeigen, dass das geht. Die Bayern tun das ja auch. Ich hoffe, dass ein paar andere mitgehen. Und ja, wir müssen in der Liga uns die Frage stellen, wo kommen die Gelder her? Denn nichts zu tun und einfach zu hoffen, dass das Interesse ohne Aktivitäten zunimmt, das wird nicht funktionieren. Viel Theorie, viel Sportpolitik, viel Business. Was sagen eigentlich die, über die alle immer sprechen? Samstagmorgens 9 Uhr in Brooklyn. Das hat 2019 angefangen. Meine Familie kommt aus Deutschland und ich war während der Jahre 2012-13 sofort Feuer und Flamme. Als ich erfuhr, dass in den USA ein Fanclub in Brooklyn gegründet werden soll, musste ich einfach dabei sein. Ja, ich bin Thilo Zingler, gebürtig Berlin, lebe seit Jahren in den USA und habe die Brooklyn Borussen gegründet, weil ich wusste, dass 60 und wahrscheinlich sogar 600 geile Dortmund-Fans in New York sind, einfach weil die Stadt zu groß ist. Was halt gefehlt hat lange Zeit, war ein Anlaufpunkt, wo alle wussten, wenn ich da hingehe, da ist Schwarz-Gelb und dann rockt's. Und das mussten wir halt ein bisschen aufbauen über die Jahre. It's a club for the people, by the people, and in American sports you don't get that. Es ist ein Club für die Menschen, von den Menschen. Im amerikanischen Sport gibt es so etwas nicht. Schau uns an, wir sind in Brooklyn, 3000 Meilen entfernt, aber wir sind Teil des Geschehens. But we're part of the action, we're at the heart of the action. Wie du siehst, mittlerweile wissen die Leute Bescheid, wo die gute Fußballbar ist, wo man dort mal gucken will. Und ja, bin auf jeden Fall mega happy, dass wir so eine geile Community haben. Für die Leute hier ist das unser Stadionerlebnis. Das ist unsere Community, so wie derjenige, der irgendwie im Block, weiß ich nicht, 83 immer neben den gleichen Leuten sitzt und man sich Saison für Saison sieht. Kommen halt hier Leute, nicht nur aus New York, auch aus New Jersey, Philadelphia, von überall her und treffen sich halt regelmäßig, um gemeinsam Fußball zu gucken, zu feiern und zu leiden. Und es ist im Endeffekt das gleiche Prinzip, nur natürlich auf einem kleineren Niveau. Aber wenn der Verein rüberkommt, dann hilft das natürlich einfach, die Sache greifbarer zu machen und uns ein bisschen mehr zu verbinden. Ja. Come on now. Yes. Hey,
über 30 Jahren, also als Kind schon ins Stadion gegangen. Ist sehr, sehr normal für mich. Und wir haben dann, als wir angefangen haben zu gucken mit 4, 5 Leuten, da waren noch nicht so viele hier und dann kamen die nach und nach. Und ich habe mich auch gefragt, wo kommen die alle her? Ich habe Fußball schon immer geliebt, aber als Kind wächst man mit den großen Clubs wie Real Madrid, Barcelona und Manchester United auf. Aber ich habe da nie eine Verbindung gespürt. Ich habe mir gesagt, ich brauche eine Mannschaft, die mir Spaß macht. Und diese Jungs, sie haben mich wirklich in ihren Bann gezogen. Die Fans, die Leidenschaft. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich mit ihnen verbunden fühle. Auch wenn ich nicht aus Dortmund oder Deutschland komme, dachte ich, das ist ein Team, das ich unterstützen muss. Ich hatte einfach das Gefühl, dass die Idee dahinter wunderschön ist. Die Idee von Borussia Dortmund, der Spirit. Wir sind in Brakel, Trainingsgelände der Nachwuchsmannschaften. 36 Jugendliche aus den USA sind Mitte März hier zu Gast. Sie alle spielen in Mannschaften der internationalen BVB Fußballakademie in Nordamerika. Ja, also was wir versuchen während der 7 Tage, die die Jungs und Mädels hier sind, ist einmal das Gesamtpaket Borussia Dortmund abzubilden. Da gehört natürlich eine Stadionführung dazu, da gehört unser Borusseum dazu, da gehören diverse Trainingseinheiten, einmal in der Fußballakademie direkt am Stadion dazu, aber auch genauso hier im Nachwuchsleistungszentrum. Wir schauen uns auch hier an, wie unsere Nachwuchsmannschaften trainieren, wo die Profis trainieren. Die Jungs und Mädels werden auch ein Spiel im Stadion sehen, das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt, sodass sie so ein rundum schwarz-gelbes Erlebnis haben diese Woche. Ja, insgesamt haben wir rund 3.500 Spieler und Spielerinnen in den USA, auch ca. 50% Jungen, 50% Mädels. Und von diesen 3.500 Spielern haben wir jetzt 18 Jungs und 18 Mädels ausgewählt, nach Dortmund zu kommen. Heute werden die Jungs gegen unsere U16 und U15 Mixmannschaft aus dem NLZ spielen. Morgen spielen die Mädels gegen die Frauenmannschaft. Und die Jungs und Mädels sind ausgewählt worden, einmal aufgrund ihrer fußballerischen Fähigkeiten, aber auch, weil sie den BVB in einer ganz besonderen Art und Weise in den USA und in Kanada repräsentieren. Ja, die Kids sind absolut begeistert. Ist für viele auch das erste Mal in Europa oder in Deutschland. Wir haben 1, 2, die auch das zweite Mal jetzt da sind, aber die sind rundum begeistert. Und ja, für die sind die Eindrücke sicherlich was ganz Besonderes. Und ich vermute fast, dass das erst später in ein paar Jahren wirklich so realisiert wird, was hier gerade passiert. Zu Hause in den USA spielen die Kids im regulären Ligabetrieb. BVB von Kindesbeinen an, auch tausende Kilometer entfernt von Brakel. In terms of the relationship with DVB, for us is extremely important. Für uns geht es darum, den Kids Chancen zu geben, dass sie hierher kommen können und das alles sehen und so verstehen, wie es ist, in einem professionellen Nachwuchsleistungszentrum zu spielen, verglichen mit unserem Clubsystem in den USA. Es ist wichtig für sie zu erfahren, wie es ist, gegen gleichaltrige deutsche Kids zu spielen und zu merken, wie groß der Unterschied ist. Wir wollen diese Lücke verkleinern. Es geht uns um den ganzheitlichen Spieler, nicht nur um Fußball, denn ein Fußballerleben kann kurz sein oder gar nicht erst Realität werden. Es geht uns darum, junge Sportler ganzheitlich auszubilden, die dann mal in Amerika in einem College spielen können und später vielleicht Arzt oder Rechtsanwalt oder was auch immer werden können. Also bei uns geht es darum, ihnen all das mit auf den Weg zu geben. When you have an opportunity to shoot, to score, take it. Don't pass it up, okay? Put in the work, guys. Great opportunity for you guys here. Relax, enjoy the moment. We got a nice crowd out here.
They're ready to compete, you're ready to compete, and make sure you represent BVBI in North America. All right, you understand that? Okay, let's go. Let's get ourselves ready to go here. Let's get after the party. 100%, and that's the Das ist das Wichtigste für uns und das macht unseren Ansatz auch speziell. Es gibt viele Talente in den USA, vor allem in den jüngeren Altersgruppen. Und je mehr sie in jungen Jahren erfahren können, desto besser. Sie müssen verstehen, welche Erwartungen es gibt, wenn es an der Zeit ist, sich nach potenziellen Chancen umzusehen. Darum geht es uns. Wir haben also eine Pyramide von Entwicklungsstufen, von 2 bis 4 Jahren bis ganz nach oben. Wir müssen einfach früh damit anfangen, den 2- bis 4-Jährigen eine Kultur beizubringen, und dann gehen wir auf diesem Weg in die grundlegenden Phasen der fußballerischen Ausbildung, um hoffentlich hier konkurrieren zu können. Es geht nicht nur um die USA, wir sind mittlerweile auf der ganzen Welt an ungefähr 40 Standorten aktiv, bewegen rund 30.000 Kinder im Jahr in unterschiedlichen Aktivitäten. Einmal sehr organisiert in Akademien, wie jetzt in den USA, aber auch in singulären Aktivitäten wie Camps oder auch CSR-Events. Also wir sind der Überzeugung, dass wir hier in Dortmund etwas ganz Besonderes haben, was auch eine gewisse Anschlussfähigkeit international hat. Also wir wollen den BBB Way auch international verbreiten. Da gehört natürlich auch eine fußballerische Ausbildung zu, aber auch ganz besonders ein Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen spielt das auch in allen Auswahlmaßnahmen, die wir so tätigen, die größte Rolle. Weil wir einfach glauben, dass gute Spieler auch wirklich gute Persönlichkeiten sein sollten. Von den Kids in Brakel nochmal zurück in die USA. Ich bin durch ein Videospiel Dortmund-Fan geworden. So habe ich etwas über die Spieler und die Kultur gelernt. Es ist die Mannschaft mit den schönsten Trikots. Und in diesen Jahren hatten sie auch die besten Spieler. Ich meine, Shinji Kagawa, Robert Lewandowski, Marco Reus. Ich landete in einem Event im Puma Store am Times Square und diese Jungs fragten mich, ob ich in ihren Fanclub komme. Und jetzt sind wir hier. Ich habe die auch gefragt, wo habt ihr denn vorher geguckt? Ne? Da haben die erzählt, ja, ich lebe hier auf Long Island. Ich wusste nicht, ich habe jedes Spiel jeden Samstag alleine zu Hause geguckt. Und die waren super dankbar, dass sie plötzlich einen Ort hatten, wo wir gemeinsam gucken konnten. Ja, das ist jetzt kein gestagedes Ding, kein gestellter Auftritt. Die ehemaligen Spieler kommen, wir müssen alle da sein, sondern wir haben es bewusst zurückgehalten. Erstens, um sie zu überraschen, positiv, aber auch für euch, um mal zu sehen, das ist wirklich echt gelebtes Fantum, sage ich jetzt mal. Und nicht irgendwas, was der BVB hier produziert hat, sondern was quasi unsere Geschichte, wofür unsere Geschichte gesorgt hat. Und das ist immer wieder schön zu erleben. Wir waren Ende des letzten Jahres in Mexiko. Da waren 1500 Leute bei der Watch Party. Das ist unglaublich, was wirklich Schwarz-Gelb anzieht, was Schwarz-Gelb begeistert im Ausland. Und da können wir sehr stolz darauf sein, dass wir solche Anhänger haben. Wenn du hier über die 81.000 sprichst, wenn du über eine Südtribüne sprichst mit 25.000 Stehplätzen, wenn du über niedrige Eintrittspreise sprichst und wenn wir dann uns auch noch so präsentieren, wie wir das auf den letzten Reisen hier getan haben, anfassbar, nahbar, dann haben wir, glaube ich, hier eine Geschichte und eine Daseinsberechtigung, die fast unabhängig davon ist, ob wir Meister werden oder in der Champions League bis ins Viertelfinale.
Beim BVB geht es um Dortmund, nicht um irgendeine Firma. Es geht um die Leute, die zusammenkommen, um dieses einzigartige Stadion. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal da. Es geht um die Leute, die an den Club glauben und das ist einfach cool.